Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Was soll im Sommer im Rucksack sein? Ich sehe immer wieder Leute mit Rucksäcken, wo ich mich frage, was ist da alles drin? Es ist immer schwierig, das richtige Maß zu finden. Andererseits, wenn zu viel drin ist, dann kann das zur totalen Überbelastung führen und man dehydriert, man entkräftet total und hat dann nicht mehr viel Energiereserven auf dem Rückweg. Die andere Seite, wenn man Richtung Herbst geht oder wenn einmal ein schlechter Tag ist, dann kann ein Ausrüstungsgegenstand zu wenig ganz schlecht sein. Allein das Beispiel Trinkwasser zeigt, wie schwierig das Ganze eigentlich ist. An einem anstrengenden Tag schwitzt man schnell mal 3 bis 4 Liter. Wenn man 3 bis 4 Liter mitnimmt, dann schwitzt man wahrscheinlich 5 Liter. Also wie viel soll man jetzt mitnehmen? Ich trinke vor der Tour einen halben Liter, habe dann 2 Liter dabei und habe noch 1 Liter im Auto für später. Oder gibt es vielleicht unterwegs ein Quellen zum Nachfüllen? Das ist mit Vorsicht zu genießen. Die Kaiserquellen zeigt, dass da manchmal kein einziger Tropfen mehr da ist zum Nachfüllen. Ich bin auch schon vor einer Alm gestanden, mit einem Zettel an der Tür. Wegen Unfall kurzfristig geschlossen. Da habe ich auch nichts zum Trinken gekriegt oder zum Essen. Aber jetzt zeige ich euch, was ich im Sommer mitnehme und für einen ganz guten Mittelweg halte. Als erstes die 2 Liter Wasser, die sind jetzt nicht drin, aber weil das schwer ist, gibt es in dem Rucksack ein Fach direkt am Rücken und einen Klettverschluss, wo man einhängt, dann rutscht der nicht runter. Außerdem eine Möglichkeit, wo man durchstecken kann, dass er, wenn es regnet, nicht das Wasser reinläuft. Ist eine Halbwahrheit, weil der Rucksack nimmt Wasser auf und er wird sowieso nass. Ein Verbandskasten, wenn es auch ein kleiner ist, der muss nicht so groß sein wie der von einem Auto. Wir werden ja kaum Brandwunden versorgen müssen. Aber ein bisschen mehr wie ein Blasenpflaster, das man für sich selber braucht, darf man schon dabei haben. Der ist nicht schwer, kommt unten rein. Zum Naufgehen. Ein Sitzkissen ist leicht, kommt unten rein. Zum Naufgehen. Bergauf soll das Gewicht eher umsitzen. Dann geht man besser. Runter packt man normal ein bisschen um und tut das Gewicht eher unten rein. Dann Socken. In meinem Fall ein 2 Bar, auch für die Zehenschuhe. Sind auch leicht, kommen unten rein. Ein T-Shirt, Unterwäsche und ich habe so eine Art Legging dabei. Einfach mal zum drunterziehen. Das wiegt jetzt auch nicht besonders viel, kommt unten rein. Im Sommer, warum? Ich bin schon mal von einem Hagelschauer überrascht worden, der hat die Außentemperatur um ca. 25 Grad abgekühlt. Das war richtig kalt. Weil kein Rucksack wirklich wasserdicht ist auf die Dauer, habe ich einen wasserdichten Packsack dabei. Wenn es wirklich anfängt, dann packt man da alles rein. Wenn man nicht braucht, ist er wirklich klar und wiegt fast nichts. Ein Handtuch. Da gibt es ultra leichte und extrem saugfähige Handtücher. Sowas kann man mitnehmen. Schaut auf gar keinen Fall. Sonnenbrillen, ganz wichtig, dass man sich die Augen nicht verblitzt. Sonnencreme, ganz wichtig. Und ich habe immer dabei ein paar Schuhbandel. Gibt es ein extra Fach, muss ich schneller hinkommen. Dann gibt es zum Thema Wasser nochmal Wasserfilter. Das sind so kleine Beutel, Flaschen, da wird der dann aufgeschraubt, da kommt also Schmutzwasser rein, das ich an einem Moos oder irgendwo auffangen kann, das ich aus einem Bach nehmen kann. Dann schraubt man den drauf und unten kommt Picobello Trinkwasser raus. Viren und Bakterien haben normal eine Größe von über 2000 mm. Der filtert kleine Partikel raus. Ist auch leicht zum Mitnehmen, gerade wenn man nicht sicher ist, ob man unterwegs was zum Trinken kriegt. Dann natürlich Geldbeutel. Ich habe in letzter Zeit von ein paar Hüttenwirten gehört, dass die Leute nicht einmal Geld mitnehmen, wenn sie einkehren. Und dann wundern sie sich, was, mit Karten kann man da nicht zahlen. Eine Hütten hat doch kein Kartenterminal. Wie soll denn das gehen? Ausweis im Ausland. Da gibt es auch meistens ein extra Fach, wo man das gescheit zumachen kann. Was ich noch schnell griffbereit haben möchte, das ist Taschentücher, so ein Wickelpflaster, das wickelt man einfach nur rum
falls man sich mal über aufreißt. Immer wichtig, dass man keinen Dreck reinbringt. Kommt ein das Fach rein, schnell zugänglich so ein Schlauchschal, die sind super, verhindern einmal einen Sonnenbrand im Nacken oder die extreme Zugluft auf die Ohren. Und natürlich kann man sich auch so ein Bandana draus machen. Ich weiß, ich habe einmal meinen Hut vergessen, sowas passiert mir normal nie. Da war ich froh drum. Kommt auch da rein. Und ein Feuerzeug. Ich zeige euch auch mal in einem Video, wie man damit Rucksackriemen ganz simpel reparieren kann. Kommt auch mit rein. Ich habe für mich ganz gerne immer zwei so Riemen dabei. Die sind jetzt gut mit Metallschließe. Falls einmal irgendwas reißt, kann man es einmal zusammenbinden damit und muss nicht einen Rucksack so tragen, weil einem sonst alles rausfällt. Und das auch noch mit rein. Und dann, ganz wichtig, Regenkleidung. Ich habe schon mal ein Video gemacht über den Vergleich von Regenkleidung für mich. Da hat man noch zurückgeschrieben, ja, Jacke mit Lüftungsschlitzen unter den Armen und wasserdichter Rucksack. Ja, wem das langt, gern. Für mich ist es untauglich, weil ich muss zu oft in den Rucksack rein. Und mich nervt ja der schon, weil das, was ich brauche, ist immer unten drin. Ganz speziell, wenn ich Kameraausrüstung dabei habe, dann packe ich die ein bisschen dazwischen, dass die halt auch geschützt ist. Dann muss ich die Hälfte raushauen. Da tut es für mich am besten im Sommer ein Poncho. Weil ich sogar den Rucksack unter dem Poncho, das ist eine Würgerei, aber ich kriege den runter und kann dann Kapuzen hochziehen und kann regengeschützt unten drin einmal was suchen. Da ist der gar nicht so schlecht. Wir haben die früher immer gehabt. Wenn man natürlich was geht, wo man mehr steigen muss, oder wenn man sagt, naja, es kann schon sein, dass es wieder umschlagt, weil vielleicht sogar was angesagt ist, dann habe ich gerne eine Regenhose dabei. Kleines Backerl. Die kann ich ohne Schuhe ausziehen, mit einem langen Reißverschluss anziehen. Und das ist natürlich nicht bloß Regenschutz, die ist auch Schutz gegen Wind und einmal gegen Zecken, wenn man durchs hohe Gras durch muss. Eine Regenjacken, das ist jetzt ganz was Simples, das ist fast wie aus Triesennerz, die hat aber auch trotzdem gewisse Durchlässigkeit, also da diffundiert schon Wasser raus. Und für mich extrem wichtig, eine Kopfbedeckung, in meinem Fall der Hut. Warum ich den bevorzuge, das gibt es in einem eigenen Video im Abspann. Das war also mein Packvideo für einen sommertauglichen Rucksack. Da steht mein Kraxen. Der Inhalt, den ich jetzt da reingepackt habe, der ist jetzt da drin, und zwar alles. Es hat locker Platz, mehr Stabilität durch das Gestell, natürlich auch ein bisschen ein höheres Gewicht. Wer sich für die Kraxen interessiert und die Vorteile mit integriertem Poncho, der ohne Abnehmer angezogen werden kann, und mit alle Vorteile, die das für mich hat, schaut einmal wieder rein. Das Video dazu kommt demnächst auch. Ich habe ja auch immer bloß am Wochenende Zeit, dass ich sowas mache. Und dann sage ich bis dahin, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Rucksacktaxi. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.